Italienische Geschichten. Beppo. Jetzt musste Beppo nur noch einen Pflasterstein in die Lücke im Boden einlassen, ein wenig mit dem Hammer darauf klopfen, und dann würde sein Kollege Iwan Zement in die Fugen laufen lassen, und Stunden später war die enge Gasse, die zur einzigen Pizzeria La Sila führte, fertiggestellt. Beppo hatte seinen Teil abgeschlossen und wischte sich mit der Hand, die einem Stück Granit glich, den Staub und den Schweiß aus dem zerfurchten Gesicht. Jetzt ein kaltes Bier. Beppo kniete mit seinen alten Knochen auf dem steinigen Boden. Schmerzen waren ihm unbekannt. Nach 56 Jahren als Straßenbauer verwandelt man sich in einen Zementblock. Als er das Bier hinunterkippte, dachte er daran, dass er Straßen baute, aber nie selbst befuhr. Er erinnerte sich, dass er damals, als er vor der Entscheidung stand, an seine Liebe zum Alkohol gedacht und sie als zu groß und beständig eingeschätzt und so auf einen Führerschein verzichtet hatte. Vor 56 Jahren zog er mit seinem Vater, der inzwischen verstorben war, von Campana nach Stuttgart. Er war damals 14 Jahre alt gewesen und nach seiner Ankunft schuftete er sofort als Helfer für den Straßenbau. Seit diesem Zeitpunkt hat er nichts anderes mehr getan. Jeder Tag seit 56 Jahren glich dem anderen. Als er verheiratet war, kam der Alkohol ins Spiel und hatte ihn seither nie wieder verlassen. Jeden Tag stand er um 4 Uhr auf, trank 3 Espressi, war um 5:30 bei der Arbeit und kam gegen 16 Uhr nach Hause. Dann wusch er sich, aß mit seiner Frau und seinem Sohn zu Abend und setzte sich anschließend mit ihr und einer Flasche unbedeutenden Weins vor den Fernseher und verfolgte die schrillen, betäubenden Shows auf Rai Uno. Nach einigen Gläsern begann er dann vor sich hin zu murmeln. Sobald die Zeiger auf 19 Uhr wiesen, torkelte er ins Schlafzimmer. Der Capo kam zur Baustelle und holte die Arbeiter zum Feierabend ab. Beppo humpelte mit der Bierflasche in der Hand zum Capo. »Capo, darf ich kommen nochmal diese Woche? Ich brauche Geld.« »Beppo, genieß doch deine Rente, ruh dich aus.« In seinem Ton schwang Mitleid. »Bitte, meine Sohn wieder keine Arbeit. Ich brauche Geld. Der soll mal bei uns anpacken und seinem alten Vater die wohlverdiente Rente gönnen. Wohnt der Faulpelz immer noch zu Hause?« Der Capo nahm nun seinen Schutzhelm in die Hand und tupfte mit einem Stofftuch seinen Hals trocken. »Armer Junge, keine Glück«, erwiderte Beppo ein wenig beschämt. »Du bist ein gutmütiger Spinner, Beppo.« Der Capo schüttelte lächelnd den Kopf und fuhr fort. »Na gut, komm morgen wieder. Wir können auf so einen Mann nicht verzichten.« »Danke, Capo. Ich brauche Geld. Meine Sohn.« »Ja, ist doch in Ordnung. Ich weiß. Der Capo hielt Beppo die Tür des kleinen Lasters auf. Beppo schwankte ein wenig, als er einen Fuß auf das Trittbrett setzte. Ob es nicht langsam wirklich an der Zeit war, aufzuhören? Der Capo legte Beppo während der Fahrt mit dem klapprigen Laster die Hand auf die Schulter. »Warum schmeißt du ihn nicht aus der Wohnung, wenn er nicht arbeitet? Stört ihn etwa nicht, dass sein alter Vater wie ein Tier rackert, obwohl er kaum noch gerade gehen kann?« Beppo seufzte erneut. »Ist mein Sohn. Ich muss sorgen. Ist meine Familie. Ich kann nix rausschmeißen, meine Junge.« »Er ist 36 und schon lange kein Junge mehr«, unterbrach ihn der Capo, der Beppo mit seinen grauen Augen zweifelnd ansah. Iwan, der bisher schweigend auf dem Rücksitz gesessen hatte,
und ein Feierabendbier nach dem anderen trank, rieb sich den fettigen, blonden Schnurrbart, gab dem Capo mit wiederholten Jawohl recht und fügte plötzlich in Rage versetzt hinzu: »Faule Hund, wegschmeiße, diese faule Kind.« »Nixe Faule, ist der meine Sohn, du verstehst nix«, schimpfte Beppo und winkte ab. Der Capo verdrehte die Augen und hielt die Hand zum Zeichen dafür, dass Iwan bei seinem Bier bleiben solle. Sie fuhren an einem verschlafenen Marktplatz vorbei, auf dessen Bänke alte Männer träge aneinander vorbeisprachen und andere vor sich hindösten. Während der Laster die von ihnen gemachten Straßen entlang keuchte, hob Beppo ständig einen Arm zum Gruß aus dem Fenster. Alles alte Bekannte aus der Heimat. Die insgesamt dritte Ampel der Ortschaft stand auf Rot. Vittorio, ein pensionierter Kalabrese aus dem Heimatdorf Beppos, der noch volles krauses Haar hatte und 4 Jahre jünger war als Beppo, erkannte ihn und schlenderte auf den Laster zu und wandte sich in kalabresischem Dialekt an Beppo. »Beppo, du alter Esel, kannst es noch nicht lassen?« Dabei knallte er mit seiner Hand auf die Wagentür. »Ach, Freundchen, was will man machen? Man muss den Karren weiterziehen. Was will man denn machen?« antwortete Beppo lächelnd. »Was macht dein fauler Sohn?« Vittorio grinste. »Weißt du, was meiner macht? Er hat eine Bar eröffnet. Da gibt's jeden Sonntag frische Pasticcini. Mein Junge hat viel Pech. Er bemüht sich, aber die Wirtschaftskrise, du weißt ja, was will man machen?« Derweil schaltete die Ampel auf grün. Der Capo zögerte noch. Es gab keinen Verkehr und das Gespräch war noch im Gange. »Wirtschaftskrise? Die dauert bei deinem Jungen nun schon 6 Jahre an. Naja, was will man machen?« Vittorio trat zurück und winkte dem nun wegfahrenden Laster hinterher. »Weg mit die faule Mensch«, kam es vom Rücksitz. »Arme Beppo, Leute lachen. Du bist alte Esel.« Beppo schwieg und schaute auf nackte, genormte Zementplätze, silberne Autos, sterile Firmengebäude aus Glas, welche die Sonne reflektierten und den Augen Schmerzen zufügten. Das waren nicht die verbrannten Hügel der Heimat, deren Aschegeruch sich mit der Würze des naheliegenden Meeres vermischten, nicht die Feigen mit ihrem saftigen rotbraunen Fleisch, nicht die exotischen Palmen in Strandnähe, die so großzügig Schatten spendeten, nicht die verwinkelten, holprigen Gassen und verwitterten, von der Zeit umarmten Gemäuer. Bitter lachte er über seine Phantasien aus der Jugend, als er sich vorgenommen hatte, einige Jahre in Deutschland zu arbeiten, in Kalabrien ein Haus zu bauen und sich im Alter dort zurückzuziehen. Das Haus war zwar gebaut, aber seine Frau wollte sich nicht von ihrem Sohn trennen, und zudem befürchtete Beppo, sein Sohn könne ohne seine Unterstützung abstürzen. »Ich lebe wie ein Hund«, dachte er sich. »In Kalabrien steht ein unbewohntes 3-stöckiges Haus mit Einrichtung, und hier lebe ich seit 40 Jahren in dieser kleinen Arbeiterwohnung mit Frau und Sohn.« Den Groll behielt er für sich. Er beschwerte sich nie bei anderen über sein Leben und schon gar nicht über seinen Jungen. Der störrische Laster hielt im Hof der Firma zwischen verkrusteten Schubkarren, herumliegenden Schaufeln, eingerosteten Presslufthämmern, Kies- und Sandbergen und allerlei stillgelegten Maschinen. Beppo hiefte sich heraus und verabschiedete sich von seinem Capo. »Bis morgen, Beppo. Und komm nicht gar so früh, ruh dich ein wenig aus«, rief der Capo ihm hinterher. »Ich ruhe, wenn ich bin tot«, antwortete Beppo gelassen und schwankte anschließend mit Iwan zu den anliegenden Arbeiterwohnungen. »Schöne Feierabend, Iwan.« »Schön? Nix schön. Ich allein. Ich nur mit Bier und Fernseh.
wo ist schön meine Feierabend? Iwan rülpste und fuhr fort. Du Familie hier, meine Frau und Kinder in Heimat, ich nur Arbeit. Keine Leben hier. Was kann machen, Iwan? So ist Leben, müssen wir alle weiter, immer weiter. Beppo stieg angestrengt die Treppen hoch, während Iwan die Treppe nach unten zu seinem Zimmer ins Untergeschoss wankte. Bis morgen. Ja, morgen. Vor der Wohnungstür zog er sich die verdreckten Stiefel aus und schlüpfte in seine Hausschuhe, die seine Frau regelmäßig morgens, kurz nachdem Beppo zur Arbeit ging, auf den Fußabtreter stellte, wo sie dann auf die Rückkehr ihres Benutzers warteten. Er trat ein, begleitet von dem für ihn typischen Gestank von Schweiß, Teer, Zigaretten und Bier. »Ciao«, rief er durch den schmalen Flur laufend und lugte nach rechts in die Küche, aus der ein Duft von würziger Pastasauce drang. Seine Frau stand am Herd und streute Salz in den Topf. »Ah, was für ein Hunger«, sagte Beppo heiter. »Mach, dass du ins Bad kommst, du stinkst wie ein Schwein«, antwortete seine Frau. Auf der alten Kommode im Flur lag ein Stapel ungeöffneter Briefe. Beppo wunderte sich nicht. Sonderlich, denn davon verstand er sowieso nichts. Um die Korrespondenz mit sämtlichen Gläubigern kümmerte sich seine Frau mit Hilfe des Sohnes, der als Übersetzer fungierte. Auch wenn Beppo von deren Erfolg nicht überzeugt war, mit solchen Dingen wollte er nichts zu tun haben. Achselzuckend ging er in das enge Badezimmer. Nur zögerlich lösten sich der Staub und der Dreck unter heißem Wasser und viel Seife auf. Das Wasser im Waschbecken färbte sich braun. Das Gesicht hellte auf. Er befühlte die ledrige Haut und betrachtete seine tiefen, vollen Tränensäcke im Spiegel. Sie trugen den Inhalt vieler trauriger Jahre in sich. Was will man machen, sagte Beppo. Que vous fa?